Hallihallo, witam i zapraszam zu einer neuen Folge Schlemmen mit Przemek. Heute machen wir einen Salat mit Hähnchenbrust in Sesampanade. Ihr seht ja den Tisch, der ist ja ziemlich voll, aber das ist ja nur halb so wild, weil wir packen alles in die Schüssel, nachher panieren Hähnchenbrust und braten das kurz aus und dann haben wir einen leckeren Salat mit Hähnchenbrust. Jetzt muss ich aber kurz mal zurückgehen, warum wir das Rezept machen. Der Nico ist mein Personaltrainer beim Sport und früher war er ein Lehrwart bei den Schiedsrichtern. Und immer in meinem Nebenraum im Restaurant hat er die Lehrgänge gemacht und tatsächlich an jedem Abend, wo er da war, hat er das Salat gegessen. Und jetzt hat er mich schon so aus dem Loch in den Bauch gefragt, wie das funktioniert. Und Nico, heute machen wir es. Heute machen wir es und du kannst es ja jeden Abend zu Hause nachkochen. So, was wir brauchen ist Salat. Da kennt ihr mal natürlich jeder nehmen, was er will. Ich habe mich heute für Eichblattsalat entschieden, für Lolo Bionda, frischen Babyspinat. Dann brauchen wir ein paar Sprossen, Kresse für die Deko, Karotten, Gurke, eine Tomate, das ist Ochsenherz, Fleischtomate, das ist meine Lieblingstomate, ein paar Radieschen, ein bisschen Rotkohl für die schöne Farbe drin und Zitrone sage ich schon, Paprika, weil ich sagen wollte, eigentlich, ob ihr das wisst, dass die Paprika viel mehr Vitamin C hat als die Zitrone. Und das wollte ich eigentlich sagen, deswegen bin ich auf Zitrone gekommen. Und übrigens, nochmal was zu Paprika. Es gibt nur eine Paprika. Ich weiß nicht, ob ihr das wüsstet. Es gibt nur eine Paprika und die Farbe ist der Reifegrad der Paprika. Es geht dann mit grün los, das wird abgeerntet, da haben wir grüne Paprika. Da gibt es eine gelbe oder orange, wenn sie länger hängen bleibt. Und am Ende ist die rote Paprika. Aber ist tatsächlich die gleiche, nur ganz andere Reifegrad. Und das wäre jetzt das, was wir für den Salat brauchen. Dann brauchen wir ein Dressing. Heute machen wir ein Dressing, wie ich früher im Balu gemacht habe, im Restaurant. Das heißt, ich verrate jetzt an alle mein Spezialrezept. Und da brauchen wir eine Hähnchenbrust. Man kann es natürlich mit anderen Sachen machen, mit Feta-Käse gebraten. Aber ich finde, man muss nicht immer Vegetarier sein. Man muss einfach nur das Fleisch beim Metzger um die Ecke kaufen. Einfach mal nachfragen, wo kommt das her? Ist das Bodenhaltung? Ist das Freilaufhühner? Wo kommt die einfach her? Vielleicht kennt man ja den Bauer sogar, wo man das kauft. Und dann kann man mit ruhigem Gewissen auch ein bisschen Fleisch essen. So, und dann fangen wir an mit unserem Dressing. Ich baue das jetzt ein bisschen um und dann geht es weiter. So, für mein Spezialdressing brauchen wir als Grundrezept rote Beete, süßen Senf, Meerrettich, Öl, Balsamico-Dressing, Salz, Pfeffer. Und ich mache dann immer rein, das ist ja prima 7 Kräuterwürzung. Kann man natürlich bei jemand anderen kaufen, muss dann nicht unbedingt bei Fuchs sein. Und das kommt alles hier rein. Und was wir noch dazu brauchen, ist ja ein Stadtmixer. Wenn jemand keinen Stadtmixer hat, bei mir wird dann nachher nochmal ein Link gestellt. Da kann man sich das dann auch käuflich erwerben. So, und dann geht's los. Packen wir alles ins Glas rein. Die rote Beete mit Saft, zwecks der Flüssigkeit. So, dann kommt Balsamico-Essig rein. Süßer Senf. Meerrettich. Dann kommt Salz und Pfeffer und Zucker, ein bisschen Zucker rein, wegen der Süße. Das gießen wir alles mit dem Öl auf. Und dann von den Kräutern einfach nach Gefühl so ein Teelöffel
würde ich mal sagen, sollte das schon rein. Da nehmen wir, einen Mixer, ihr sollt nicht uns sagen, wurde mir gesagt, beim ersten Video zu oft gesagt, dann nehmen wir einen Mixer, gehen dann rein und mixen das dann. Heute läuft aber alles irgendwie nicht rund, weil mein Mixer hat sich, glaube ich, verabschiedet. Tatsächlich muss ich wahrscheinlich selber auf diese Internetseite gucken, wo ich meinen neuen Mixer kaufe. Aber Improvisation ist halbe Leben. Ich zeige euch, wie es eigentlich aussehen sollte. Das ist hier mein Dressing, das ich schon letzte Woche gemacht habe. Und wenn ihr das richtig aufgemixt habt, dann hat es so eine wunderschöne Farbe und leckeren Geschmack. Und das kann man dann quasi auch mal eine Woche oder 1,5, vielleicht auch 2 im Kühlschrank aufbewahren. Und dann gibt es ja auch nochmal von den trockenen Kräutern so ein bisschen leckeren Geschmack dazu. Naja, gut. Hoffe, dass er David den Link da reinmacht. Dann kann ich mir meinen Mixer kaufen. Und weiter geht's mit Salat. So, für euch trotzdem der Link unten noch zum Kaufen von Mixer. Und bei mir funktioniert er tatsächlich jetzt auf einmal. So, jetzt haben wir mit magischen Händen haben wir da ja zusammengebaut. Und jetzt geht's tatsächlich. Und ihr seht ja, ihr habt euch nicht angelogen, die Farbe ist wunderbar. Also, ihr seht ja, gleich. Und lecker ist es auch. Das kann man nämlich hier probieren ein bisschen. Wunderbar. Nico, wie im Balu früher. Und jetzt geht's weiter mit dem Salat. So, jetzt fangen wir mit dem Salat an. Jetzt ein bisschen Rotkohl schneiden, ich ganz feine Streifen. So, das kommt da rein. Dann Paprika. Ihr denkt dran, was ich gesagt habe, Vitamin C. Jeden Tag eine halbe Paprika. Und dann haben wir ja den Haushalt von der Vitamin C wieder aufgefrischt. So, dann ein bisschen Gurke. Auch in Streifen schneiden oder in Würfel. Das könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. So, alles kommt da rein. So, Karotten. Ich habe mir jetzt überlegt, jetzt mache ich die Karotten in Streifen. Ja, da kommen die auch da rein. Jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Dann nehmen wir einen Kartoffelscheller, eine Karotte und einfach Streifen runter schneiden. So. Wunderbar. Mehr braucht man nicht. Das reicht. Das kann man hier aufräumen. Radieschen. Auch in Scheiben schneiden. So. Schön rein. Das ist ein bisschen frühlingig. Das braucht Farben. So. Das kommt dann auf die Seite. Jetzt haben wir noch ein Ei als Deko, ein bisschen Kresse als Deko, Sprossen und dann brauchen wir eine halbe Tomate,
Die schneiden ich auch so ein bisschen in Scheiben. Das kann man nachher als Dekoration nehmen. So, wunderbar. Die andere Hälfte aufheben für morgen. So, frischen, jungen Salat, Blattspinat. Da aufpassen, bei manchen sind es auch hier noch so harte Strünge. Dann einfach mal abreißen. Die Blätter kann man auch ein bisschen kleiner machen, wenn es einem zu groß ist. So. Und dann von dem Salat, den wir uns hier vorbereitet haben, einfach klein machen, einfach mal zupfen, nicht schneiden, einfach die Zeit nehmen und das hier schön reinzupfen. Wenn man 4 Personen ist, dann muss man ein bisschen mehr reinmachen, bei 2 ein bisschen weniger. Also da entscheidet ihr natürlich schon selber, wie viel Salat, große Hunger, kleine Hunger, seid ihr eher zu Ostern als Osterhase oder im Winter, da wird es wieder weniger Salat, da ist mal ein bisschen mehr Knödel. Deswegen für mich reicht das aber so, wie das jetzt ist. So, da stellen wir uns jetzt alles auf die Seite. Und weiter machen wir mit dem Hähnchen. Jetzt geht es weiter mit der Hähnchenbrust. Dazu brauchen wir Salz, Pfeffer, Mehl, ein Ei, Hähnchen natürlich und Sesam. Ich habe hier so einen Bio-Sesam, ungeschält, und mit dem panieren wir das Ganze. So, machen wir dann die Pfanne an, dass sie schon vorgeheizt ist. Wenn wir das nachher reinlegen, dann brauchen wir so für 2 Hähnchen 1,5 Löffel Mehl. Dann ein Ei. Ich kann es natürlich gerne in tiefen Teller machen. Ich mache es lieber hier auf einem flachen Teller. Dann mit der Gabel oder mit dem Schneebesen das Ganze hier so ein bisschen verrühren. Und dann in den dritten Teller kommt ja Sesam. Ich kenne es ja natürlich mit dem Paniermehl. Das ist so eine Panierstraße mit Mehl, Ei und Semmelbrösel. Kennt ihr das wahrscheinlich? Und ich mache das ja heute zum Schluss mit dem Sesam. So. Dann die Hähnchenbrust salzen. Von beiden Seiten natürlich. Pfeffer. So, wunderbar. Und dann geht es dann in den Mehl rein, ins Ei. So schön, dass überall Ei rankommt. Und dann in Sesam. So, wunderbar. Das ist der erste. Und das gleiche machen wir mit dem anderen Stück. So, einmal, dass überall Ei rankommt. So, und dann kommt hier das andere Stück schön draufdrücken, so ein bisschen, dass es dann alles drin ist. Wunderbar. Die Pfanne wird jetzt heiß und dann kann man das gleich anbraten. In die Pfanne machen wir ein bisschen Butterschmalz. Das könnt ihr natürlich auch selber entscheiden, ob das jetzt Öl oder Butterschmalz oder Olivenöl würde ich jetzt nicht nehmen, das verbrennt zu schnell. Aber mit einem guten Butterschmalz geht es ja immer. So, dann können wir das hier in die Pfanne reinmachen. Niedrige Hitze, lieber ein bisschen länger braten, dass es nicht verbrennt. Der Sesam verbrennt nämlich ganz schnell.
So, jetzt brauche ich noch mal was zum Drehen, zum Wenden. Jawohl. Backofen ist ja vorgeheizt. Wir braten das auf jede Seite 4-5 Minuten an und dann schieben wir es in den Backofen für ungefähr 10 bis 15 Minuten. Wenn es ein bisschen dicker ist wie das hier, es kann ruhig ein bisschen länger drin sein. Yeah, clap your hands, say it together. Yes, I'm selling. So, sieht gut aus. Jetzt ist der Backofen vorgeheizt. So, jetzt könnt ihr Folgendes machen. Entweder die Hähnchenbrüstle dann rausnehmen auf so ein Backpapier oder es geht dann direkt in die Pfanne, mit der Pfanne in den Backofen. Ich mache es ja immer mit der Pfanne. So. Jetzt dreht mein Händchen durch. Jetzt dreht mein Bällchen durch. So. Und zack. Ist er im Backofen. Oh, jetzt piepst ja mein Handy. So. Und das geht da jetzt für 10 bis 15 Minuten rein. Und weiter machen wir mit dem leckeren Salat. 10 Minuten vorbei. Das Hähnchen ist ja jetzt fertig. Ich habe es schon vorher aus dem Ofen geholt. Wichtig ist, dass man das hier schön goldbraun ist. Ja, beim Draufdrücken kann man ja feststellen, dass es durch ist. Ich zeige euch mal gleich kurz, wie man das erkennt. So, und das lassen wir ein bisschen abkühlen. Da gibt es ja so 3-Finger-Trick. Ja, wenn man hier drauf drückt, ist ja Englisch. Wenn man hier so drauf drückt und den anderen Daumen und den Finger zusammen macht und hier ist es durch. Das kann man dann immer erkennen. Das ist dann immer, das lernt man dann in der Kochschule, wenn man gut aufgepasst hat. So, jetzt haben wir den Salat hier fertig. Dann gießen wir dann zwei so schöne Kellen von unserem Dressing drauf. Hände sind gewaschen, ich arbeite gerne mit den Händen. Dann kann man das alles hier vermengen. So, dass alles von dem Salat abbekommt. So, sieht lecker aus. Und dann kann man es anrichten. So, eine Handvoll hier drauf von dem Salat. So, dann Hände waschen wieder. So, wunderbar. Dann kommen dann zur Dekoration 3 Tomätchen drauf, bisschen Sprossen oben drauf und von der Kresse. Dann kann man das auch runterschneiden. Wunderbar. Aufpassen, dass man nichts mit der Erde dann reinbekommt. Da schön die Kresse oben drauf. Dann ein Ei. So, wunderbar. Und dann kommt die schöne Hähnchenbrust in der Sesampanade. Ja. Und jetzt kann man das hier alles schön aufschneiden. So sieht es aus, wenn es fertig ist. Schön noch zart
und warm von innen. Duftet wunderbar. Es riecht exzellent. Dann, wo habe ich jetzt meine Pinzette hin? Da ist sie. Das kann man dann hier so schön anrichten. So, wunderbar. Das Tomatle, das eine ein bisschen auf die Seite. So, und so sieht es aus. Das ist mein Frühlingssalat Baloo mit Hähnchenbrust in Sesampanade, hausgemachten Dressing mit rote Beete, Meerrettich, süßen Senf. Ich wünsche euch guten Appetit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Abonniert mich, schreibt was, Daumen hoch, empfehlt mich weiter. Und Nico, dir wünsche ich einen guten Appetit und natürlich allen anderen auch. Bis zum nächsten Mal. East and southern Poland. Everybody a chance to meet us doing that right, the Chemek right. Cause the even little kid gets that tomato in alley in the street, doing that right, the Chemek right. Hey, Chemek, 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 Chemek.